Die ganze Welt spricht von Energiewende. Die Türkei hat in den letzten Jahren den Anteil erneuerbarer Energie von 38% auf 52% für die Stromerzeugung erhöht. Aber was heißt das ganz genau? Es gibt Atomenergie und fossile Energieträger, welche durch Verbrennung von Kohle, Erdöl, Erdgas oder mit Uran in Strom oder Mobilität umgewandelt werden. Diese fossilen Brennstoffe sind in der Natur nicht unendlich vorhanden und können nicht einfach erneuert oder produziert werden. Der Aufwand ist sehr groß, diese Ressourcen zu finden. Gleichzeitig sind diese fossilen Stoffe wegen ihres hohen CO2-Ausstoßes auch nicht umweltfreundlich. Deshalb sind alle Länder der Welt aufgefordert, ihren Strom mit erneuerbaren Energien zu erzeugen. Erneuerbare Energie wird durch Wind, Sonne und Wasser gewonnen. Aber auch mit Abfall kann man Strom erzeugen, wie das zahlreiche Städte in der Türkei machen, und damit auch einen großen Teil der Kehrichtdeponien reduzieren konnten. In der Türkei werden deshalb auch große Staudämme gebaut, aber auch große Wind- und Solarkraftwerke sind am Entstehen. Diese erneuerbaren bzw. regenerativen Energien stehen fast unendlich zur Verfügung und können sich immer wieder erneuern. Allerdings können sie von der Leistung zur Umwandlung auch variieren. Denn es kann auch einmal weniger Sonne oder weniger Wind geben. Der Strombedarf in der Türkei steigt jedoch von Jahr zu Jahr. Deshalb baut die Türkei ihr erstes modernes Atomkraftwerk, um den Strombedarf auch für die Zukunft zu sichern. Dennoch möchte die Türkei Schritt für Schritt zu einer vorbildlichen Position in der Region und in der Welt aufsteigen und zu einem Zentrum der erneuerbaren Energien werden. Dabei möchte die Türkei auch gleich die Technologie dazu selbst herstellen und exportieren. Projekte laufen bei Produktion von Windrädern und Solarzellen ununterbrochen, auch während der Corona-Pandemie. Die Türkei hat in den letzten Jahren bereits große Fortschritte in der Stromproduktion mit erneuerbarer Energie gezeigt. Noch im Jahr 2002 lag die jährliche Leistung in der Türkei bei 12.300 Megawatt aus erneuerbarer Energie. Das war damals ein Anteil von 38%. Im damaligen Haushalt gab es auch immer wieder Stromunterbrüche. Dieser Anteil wurde im Jahr 2020 auf über 52.000 Megawatt gesteigert, was heute einen Anteil von über 52% erneuerbarer Energie ausmacht. Heute belegt die Türkei weltweit den 12. Platz bei der Produktion von erneuerbarer Energie und belegt den 5. Platz in Europa. Das bedeutet, dass die Türkei über die Hälfte der Energieleistung von rund 100.000 Megawatt aus erneuerbaren Energien produzieren konnte. Die Türkei möchte die Energiewende auch in den nächsten Jahren weiter ausbauen und möchte mit ihrer Umweltpolitik weltweit zum Vorbild werden.